Hallo und Servus. Es geht um die Federung und Radaufhängung des Hinterrades meiner Honda CRF 300L, betrifft aber genauso auch die Rallye-Version. Die Federung ist sehr, sehr weich. Ich selber habe 65 Kilo und mir war sie auch etwas zu weich. Und vor allem hat mich der enorm große Negativfederweg gestört. Ich habe mir deswegen eine neue Feder gekauft. Das ist eine Feder von K-Tech, K-Tech findet man es. In meinem Fall die schwächste, die sie anbieten, die sogenannte 75 Newton Feder, wobei das aber nicht die Federrate ist. Ich habe die Federrate hier berechnet, die ist circa bei 62 Newton pro Millimeter. Vom Originalfederbein war sie circa so bei 52 Newton pro Millimeter. Also circa 20% steifer ist die Feder. Sie ist auch 5 mm länger. Das heißt, man bekommt von Hause schon ein bisschen mehr Vorspannung. Ich habe dann noch die Federvorspannung eingestellt. Die steht jetzt circa so auf der Hälfte bis 2/3 des maximal Möglichen. Das habe ich dann so lange empirisch eingestellt, bis mein Negativfederweg unbelastet bei 25 mm war und belastet mit mir bei 70 mm. Das sind die Werte, die mir K-Tech empfohlen hat. Und das ist auch ungefähr das, was man sagt. Ich glaube, ca. 30% Negativfederweg, also diesen sogenannten Sag, sollte man haben. Das habe ich genau hinbekommen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir, weil ich mir es auch ein bisschen niedriger machen wollte, hier einen anderen Link eingebaut. Der hat einen deutlich längeren Achsabstand als der Originale. Auch noch hier mit mehreren Stufen einstellbar. Ich habe ihn am größten Achsabstand, also wo ich am meisten diese Achsgeometrie verändert, dass das Federbein weiter runterkommt und dadurch auch das Rad etwas weiter hochkommt und dadurch die Sitzhöhe niedriger wird. Im Endeffekt, diese Maßnahme ist nahezu von der höheren Federvorspannung und geringer Negativfederweg der Feder aufgehoben worden. Also im Endeffekt, glaube ich, bin ich nur 1-2 cm tiefer mit dem ganzen Motorrad Sitzhöhe. Aber das bei optimaler Federung und deutlich, wie soll man sagen, straffer. Also es ist nicht ganz so weich und undefiniert, das Fahren. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, viel bessere Federbeine einzubauen. Das ist halt ein bisschen kostspielig. Die Feder hat, ich weiß nicht, knapp 100 Euro gekostet. Gute Federbeine kosten halt schon sehr, sehr viele hunderte Euro. Das wollte ich mir noch sparen. Ich bin ja kein Motocross-Fahrer, der meterhohe Sprünge macht und dementsprechend das Beste vom Besten braucht. Da reicht mir diese Maßnahme jetzt vollkommen. Ja, das zu dem Thema Federbein. Wenn jetzt jemand schwerer ist, 70, 80, 90, 100 Kilo, dann gibt es von K-Tech auch entsprechend stärkere Federn. Hier am Ende noch ein Foto vom Federbein, wie ich die Feder getauscht habe. Das geht an sich ganz einfach, das kann jeder zu Hause machen. Man braucht nur 2 Ratschenspanngurte oder Zurgurte, mit denen die Feder so weit zusammenspannen, dass die Kontermutter, die unter diesen U-förmigen Blechbügel ist, das ist die untere Federbeinaufnahme, die entkontern und dann den Bügel und die Mutter wegschrauben und dann die Spanngurte entlasten, also öffnen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil natürlich dann die Federn um ein paar Zentimeter sich schlagartig entspannen. Und dann kann man schon die Feder tauschen. Und die neue Feder natürlich zuerst mit den Spanngurten zusammenspannen auf eine Länge, dass ich dann noch zu dieser Sechskant-Kontermutter dazukomme. Das ist eigentlich alles selbsterklärend, wenn man es macht. Das zu dem Thema. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like. Abo könnt ihr auch machen. Freue ich mich drüber.